Herzlich willkommen. Ich öffne die Tür und damit das Tor zu einer Region, die weniger heute im Bewusstsein ist, nämlich Ost-, Mittel- und Südosteuropa. Bitte treten Sie näher. Hier gleich am Anfang eine Karte, die einen Raum zeigt, der im 17. Jahrhundert Schauplatz war von den sogenannten Türkenkriegen, an denen maßgeblich die Markgrafen von Baden-Baden und Baden-Durlach beteiligt waren. Dieser Raum war Pufferzone zwischen dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation und der Habsburger Monarchie auf der einen Seite und dem Osmanischen Reich auf der anderen Seite, das sich seit der Mitte des 16. Jahrhunderts über gleich 3 Kontinente erstreckte. Dieser Raum nun war auch Grenz- und Transitraum zwischen den Kulturen und damit eine wichtige Brücke zum gegenseitigen Kennenlernen und des gegenseitigen Einflusses. Weltweite Handelsbeziehungen, durch Kriege und Verfolgung ausgelöste Flucht- und Migrationsbewegungen oder plurikulturelle Gesellschaften sind keine Erscheinungen unserer Zeit. Seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts begegnen sich die Habsburger Monarchie und das Osmanische Reich in Ost-, Mittel- und Südosteuropa. Der Begegnungsraum zwischen den beiden Reichen ist weit mehr als ein Kriegsschauplatz. Das dreigeteilte Ungarn und die Balkanhalbinsel bilden eine Brücke zwischen den Kulturen. In Architektur, Kunst oder Mode verschmilzt das eigene mit dem Fremden und lässt Neues entstehen. Zeitgleich werden konfessionsüberschreitende Bündnisse geknüpft. Flucht- und Migrationsbewegungen führen Menschen aus unterschiedlichen Regionen in osmanische Gebiete. Dort finden sie eine neue Heimat, die sie mitgestalten und nachhaltig prägen. 1593 beginnt der sogenannte Lange Türkenkrieg, der bis 1606 andauert. Wir haben 3 Kupferstiche von der Werkstatt Hans von Aachens, die diesen langen Türkenkrieg illustrieren. Nach dem langen Türkenkrieg gibt es keinen eindeutigen Sieger. Erstmals erkennt jedoch Sultan Ahmed I. den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, nämlich Rudolf II., als gleichberechtigten Verhandlungspartner an. Mit dem Vertrag von Chitwatorog im Jahr 1606 beginnt eine lange Friedenszeit zwischen den beiden Großreichen. So, und damit sind wir im Perserreich angekommen und wenden uns jetzt zu den Hörstationen zu, die wir hier in der Ausstellung gleich mit 8 vertreten haben. Es handelt sich hier um eine Protagonistenstele mit Robert Shirley, der zusammen mit seinem Bruder ins Perserreich migriert, weil er sich dort als Gesandter ausgibt. Er bleibt 30 Jahre am Hofe Schah Abbas I. und als er zurückkam, hat seine Gewandung den englischen König so sehr imponiert, dass er beschließt, dass künftig sein Hofstaat ein Kaftan und eine Hose tragen soll aus dem gleichen Stoff. Damit wollte er auch ein deutliches Zeichen gegen die Rüschenmode des französischen Königs Ludwig XIV. Setzen. Schon während des langen Türkenkriegs spielten die Janitscharen eine ganz entscheidende Rolle im Heer des Osmanischen Reiches. Und wir folgen jetzt ihren Spuren in den nächsten Abschnitt der Ausstellung. Die Janitscharen bilden seit dem Ende des 14. Jahrhunderts den Kern des osmanischen Heeres. In der Knabenlese werden junge Christen aus dem Balkan für den Dienst rekrutiert. Von ihren Eltern getrennt, werden sie zum Islam zwangskonvertiert und erhalten eine strenge militärische Ausbildung. Um ihre Kampfbereitschaft zu steigern und sie zu loyalen Anhängern des Sultans auszubilden, unterstellt man sie der Obhut der Bektasche. Der mystische Sufi-Orden folgt der schiitischen Richtung des Islam. Die Janitscharen sind nicht nur wegen ihrer legendären Kampfbereitschaft bekannt, die Europa lange in Angst und Schrecken versetzt. Vielmehr kennzeichnet sie eine besondere Vorliebe für Wein, mystischen Tanz und Musik aus. Als Elitesoldaten genießen die Janitscharen Privilegien.
Der Kupferkessel war das Wahrzeichen der Janitscharen. Er wurde vor dem Palastküchen oder aber auch vor dem Zelt aufgestellt und vor ihm schwörten auch die Janitscharen ihren Treueeid. Aus ihm nahmen sie ihre Suppe und der höchste Janitscharen, Aga gewissermaßen, war zugleich der Suppenmeister. Sämtliche Janitscharen trugen vom ausgehenden 14. Jahrhundert bis ins 18. Jahrhundert diese Art der Janitscharenhaube. Charakteristisch ist der Nackenschurz und eine Federhülse, in der man Reiher- oder auch Straußenfedern hineinsteckte. Die Janitscharen konnten die Karriereleiter hoch hinaufsteigen. Ein wichtiger Mann war etwa Sokulu Mehmed Pascha, der aus der Knabenlese stammte und es schließlich zum Großvezier brachte. Und nachdem er dieses Amt angetreten hatte, erließ er auch die Brücke über die Drina bei Visegrad in Bosnien und Herzegowina bauen. Sein Baumeister war kein geringerer als der Baumeister Sinan. Beide, wie gesagt, stammten vom europäischen Boden, wurden über die Knabenlese ins Osmanische Reich integriert und konnten dann eine steile Karriere machen. Der Vielvölkerstaat der Osmanen war natürlich durch zahlreiche Menschen unterschiedlicher Ethnie, Kultur und Religion geprägt. Das sieht man sehr schön etwa an diesem Säbel hier, der von einem griechisch-orthodoxen Patriarchen vermutlich für den Zarenhof hergestellt wurde. Und man sieht sehr schön einen Mohrenkopf am Knauf. Im Grunde genommen ist das eine Anspielung auf den Exotismus, denn das Fremde, das sich ja aus Gefühlen der Faszination wie aber auch der Angst zusammensetzte, ist natürlich schon seit der Antike bekannt und spielt auch im 17. Jahrhundert eine entscheidende Rolle. Vornehmlich auch durch die Propaganda der Zeit, die durch Druckschriften und Flugblätter einiges dazu beitrug. Sehr schön kann man das auch festmachen hier an dem Wechselvisier. Eine Maske im Grunde genommen, die bei den sogenannten Husarenturnieren in Prag, Wien und Innsbruck aufgesetzt wurde. Es ritten dann zwei unterschiedliche Gegner aufeinander zu. Und wie man deutlich erkennen kann, klare physiognomische Merkmale wie die Hakennase oder der Schnurrbart zeichnen hier den in Anführungszeichen Türken aus, nämlich den Osmanen. Und heute noch prägen diese Merkmale unser Bild von dem anderen. Ja, Kostüme und Paraden spielten natürlich auch eine ganz entscheidende Rolle in dieser Zeit. So gingen mit den Gesandtschaften, die in dieser Zeit extrem an der Zahl zunahmen, auch viele Kupferstecher mit auf Reisen. Und ein berühmter Kupferstecher aus Frankreich, Georges de la Chapelle nämlich, schuf Bilder von Frauen, die sich im Osmanischen Reich befanden. Und an dieser Wand sieht man jetzt sehr schön 3 Bilder aus einem Zyklus von 10, die schöne Griechin, rechts in der Mitte die Armenierin und links die türkische Tänzerin zeigen. In ihrem Hintergrund natürlich die Stadtansicht von Istanbul. Und man erkennt sehr schön, dass im 17. Jahrhundert schon eine rege Tätigkeit vorhanden war, sich mit dem anderen zu beschäftigen. Im Hintergrund können wir jetzt hier den Bosporus sehen. Wenn man alle 10 Bildnisse nebeneinander hängen würde, könnte man die ganze Stadtansicht von Istanbul erkennen. Die Türkenmode hat dann auch weitere Blüten gezeigt, wie etwa bei unserem großen Bildnis links vom Reichsgeneralfeldmarschall Leopold Wilhelm von Baden-Baden, einem der ersten wichtigen Personen, die mit unserer Landesgeschichte zusammenhängen. Er spielte dann als berühmter Feldherr bei dem Türkenkrieg von 1663-64 eine Rolle und man sieht sehr schön, wie er sich hier als Osmane verkleidet türkisch gibt. Während sich die Europäer vornehmlich für die Gewandung der Osmanen interessierten, hatten die Osmanen ein ganz anderes Faible. Und zwar waren sie verrückt nach den Hightech-Geräten der damaligen Zeit und das waren die Automatenuhren. Hier die Elefantenuhr
von Erasmus Birnbrunner um 1580 entstanden. Man konnte sie aufziehen. Anschließend hat der Elefant mit den Äuglein geklappert, beziehungsweise die kleinen Osmanen liefen über der Uhr sozusagen im Takt der Uhr ringsherum. Ein weiteres schönes Beispiel aus derselben Zeit ist hier der reitende Pascha, der ebenfalls nach einer Kupferstichvorlage von Pieter Köke von Elst produziert wurde und anschließend dann als Automatenuhr den Weg nach Istanbul fand. Man sieht also sehr schön, dass das Bild des Fremden hier ein Bild vom eigenen geschaffen hat. In einem Reich, in dem ja kaum Bildnisse vorhanden waren, hat man hier gewissermaßen das europäische Bild des eigenen Sultans genommen und sich selbst darüber definiert. Seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts war Ungarn dreigeteilt in ein königliches Ungarn, osmanisches Zentralungarn und schließlich in Siebenbürgen, das ein verhältnismäßig freier Vasallenstaat der Osmanen war. In Siebenbürgen nun ist ein Mischstil kennzeichnend, der sich natürlich durch die Goldschmiede, die dort ansässig wurden, ausgewiesen hat. Zum Beispiel bei dieser Prunkköchergarnitur Anfang des 17. Jahrhunderts entstanden, erkennt man Arabesken, typisch für die islamische Ornamentkunst, und diese kombiniert mit lateinischen Inschriften sowie einer naturalistisch gestalteten Rosette. Der Mischstil zeigt sich auch an kleinen Kelchen oder aber auch an diesem Bierhumpen, das bei näherer Betrachtung naturalistisch gestaltete, aber osmanische Blumen wie Tulpen oder Rosen in verschiedenen Wachstumsstadien zeigt. Oder aber bei zwei sehr besonders ausgefallenen Stücken, nämlich diesem Schwert und dem Säbel eines siebenbürgischen Goldschmiedes namens Thomas Kapustran. Gerade das rechte Stück ist sehr interessant, denn es zeigt ein Stichblatt, einen Griff und auch die Montur an der Scheide in einem japanischen Stil. Und tatsächlich, die Klinge stammte von einem Samurai-Krieger. Das heißt, man sieht hier sehr deutlich, dass Siebenbürgen weite Strecken der Handelsrouten bis nach Ostasien und Japan nachzeichnete. Auch weitere sehr ausgefallene Stücke sind hier das Reitzeug, das bei näherem Hinsehen sogar in der typischen Emaille-Technik der Siebenbürger jedes Äderchen auf dem Blatt erkennen lässt. Oder aber auch Bocksättel, die sehr orientalisch wirken, wie hier rechts von mir ein in Samt mit Golddraht und Silberdrahtstickerei geschmücktes Stück, über und über mit Smaragden, Rubinen und Türkisen bestückt. Alles, wie gesagt, Exemplare, die in Siebenbürgen produziert wurden. Die kargen Kirchen Siebenbürgens wurden mit Teppichen reich geschmückt, etwa mit Pferdedecken, die die Altäre schmückten, oder aber auch Teppiche, die auf Emporen und Bänken ausgebreitet wurden und dort nicht nur als Wärmedämmung dienten, sondern natürlich auch aufgrund ihres Farbenreichtums eine besondere Rolle spielten. Auch im Begräbniskult spielten diese Teppiche genauso wie auch auf niederländischen und italienischen Malereien eine entscheidende Rolle. Wir wissen, dass über die Handelsrouten diese Teppiche bis weit nach Europa gelangten. Und es ist interessant, dass in den siebenbürgischen Kirchen etwa auch islamische Gebetsteppiche wie dieses Stück ausgebreitet waren, erkennbar daran, dass sie im oberen Viertel eine Ampel zeigen, eine Lampe gewissermaßen aus der Moschee. Jeder Beter wusste, in welche Richtung er dann diesen Teppich zu legen hatte. Natürlich war damit kein Glaubensbekenntnis mit dem Islam verbunden, sondern eine Wertschätzung für das andere, was man schlussendlich auch bis heute an den Perserteppichen sieht, die bis Mitte des 20. Jahrhunderts eine Rolle spielten. Wir haben 3 Medienstationen hier in der Ausstellung eingebaut, die die Flucht- und Migrationsbewegungen vom Ende des 15. bis ins 17. Jahrhundert nachzeichnen. Die Inhalte dazu wurden von unserem Kooperationspartner an der Universität Graz ermittelt. Wir haben sie dann zu diesen Stationen umgebaut.
Einzelne Völker, aber auch Biografien, die wir hier nachzeichnen, etwa, um ein Beispiel zu nennen, die Migration von Renegaten, denn wir befinden uns im 17. Jahrhundert ja in der Zeit der Gegenreformation. Protestanten, aber auch reformierte Theologen mussten Europa verlassen und zogen, wie man deutlich an der Route sehen kann, zunächst nach Siebenbürgen und anschließend dann in das osmanische Zentralungarn. Ihre letzte Station ist dann, wie im Falle von Adam Neuser, Istanbul gewesen. Wie integrierten sie sich? Adam Neuser etwa nannte sich um in Mustafa bin Abdullah, wurde Übersetzer, aber auch Doppelagent der kaiserlichen Gesandten. Und wir sind einen Schritt weitergegangen, haben uns die heutige Zeit angeschaut und man erkennt, die Balkanroute ist die gleiche geblieben und Menschen sind halt immer schon aus unterschiedlichen Gründen migriert, im 17. Jahrhundert nicht anders als heute, aus wirtschaftlichen, politischen, religiösen Gründen und die Routen waren dieselben wie heute. Auf die verhältnismäßig lange Friedenszeit zwischen der Habsburger Monarchie und dem Osmanischen Reich nach 1606 folgt Krieg. Zu einem großen Zankapfel wird Siebenbürgen, das Kaiser Leopold I. und Sultan Mehmed IV. Beanspruchen. Bei Mogersdorf, St. Gotthard an der Raab, trifft Raimondo Montecuccoli auf das Heer des Großwesirs Köprülü Fasıl Ahmed Pascha und entscheidet die Schlacht für die Habsburger. Der Frieden von Eisenburg 1664 war geschlossen und viele Wünsche der kroatisch-ungarischen Adligen hatte sich nicht erfüllt. Eine Familie, die wir in den Fokus nehmen, ist die Adelsfamilie Zrinyi, die hier vertreten ist durch einen Helden, nämlich Nikolaus IV. Zrinyi, der auf der Seite der Habsburger Mitte des 16. Jahrhunderts kämpfte. Hier vertreten durch seine Zischecke, also seine Sturmhaube, und seinem Säbel. Enttäuscht von der Politik der Habsburger und ihren Gebietsverlusten im königlichen Ungarn im Anschluss an den Frieden von Eisenburg wenden sich die Brüder Nikolaus und Peter von den Habsburgern ab. Peter wird Teil einer Bewegung, die als sogenannte Magnatenverschwörung in die Geschichte eingeht. Im Jahr 1671 kommt es schließlich zur Verurteilung und Hinrichtung der Adligen aus Ungarn und Kroatien, darunter auch der Vater der wohl als die tapferste Frau Europas in die Geschichte eingegangenen Ilona Zrinyi. Ilona Zrinyi wird zweimal heiraten, das erste Mal Franz I. Rákóczi, der auch bei dieser Verurteilung dabei, aber nicht hingerichtet wurde. Das zweite Mal dann aber Imre Thököly, der dann von Sultan Mehmed IV. Zum König von Oberungarn ernannt wird. Hier die entsprechende Schrifturkunde, die ihn zum König ernennt. Man sieht deutlich die Tura des Sultans. Und was noch bezeichnend ist, ist die Schrift, denn es zeigt die Vorbehalte gegenüber dem Buchdruck, die man im Osmanischen Reich hegte. Man war nämlich der Überzeugung, in eine handgeschriebene Kalligraphie lassen sich keine Fake News einbauen. Wir befinden uns jetzt im Untergeschoss und widmen uns hier dem berühmten großen Türkenkrieg von 1683 bis 1699, an dem auch unsere Markgrafen von Baden-Baden eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben. Die Hauptprotagonisten sind Kaiser Leopold I. auf der einen Seite und Sultan Mehmed IV. Auf der anderen Seite, die allerdings selbst an der Schlacht nicht teilnehmen werden. Auf Betreiben des Großwesirs Kara Mustafa Pascha zieht die osmanische Armee im Jahr 1683 nach Westen. Ihr Ziel ist der Goldene Apfel, die Stadt Wien. Der polnische König Johann III. Sobieski vereint unterdessen seine Armee mit den Truppen aus dem Heiligen Römischen Reich. An der Schlacht beteiligen sich die Kurfürsten Maximilian II. Emanuel von Bayern und Johann Georg III. Von Sachsen, Herzog Karl V. von Lothringen, die Markgrafen Hermann und Ludwig Wilhelm von Baden-Baden sowie Prinz Eugen von Savoyen. Die zweimonatige osmanische Belagerung endet am 12. September 1683 mit dem Sieg der Kaiserlichen.
Entgegen der europäischen Geschichtsauffassung bedeutet die Endsatzschlacht bei Wien keine punktuelle Wende in der habsburgisch-osmanischen Militärgeschichte. Doch die Propaganda der Zeit prägt ein negatives Türkenbild. Im Anschluss an die Schlacht bei Wien, die hier der berühmte Historienmaler Franz Geffels verewigt hat und an dem 80.000 Teilnehmer auf beiden Seiten kämpften, fällt reichlich Beute für den Sieger ab, darunter das berühmte blaue Zelt von den königlichen Sammlungen auf dem Wawel der Burg von Krakau. Es ist eines der größten erhaltenen Zelte, vollständig und im besten Zustand, denn kürzlich restauriert. Und man sieht im Grunde genommen die Vorstellung des Paradieses hier verewigt. Es sollte dem müden Krieger nach der Schlacht Labsal versprechen. Und man sieht tatsächlich in einer Art stilisierten Arkadenarchitektur eingebundene Pflanzen, Blumen, die typischen natürlich der osmanischen Zeit, auch Granatäpfel, die sich hier um kleinere Kartuschen ranken und das Himmelszelt, das natürlich die Vorstellung erwecken sollte, man befände sich regelrecht unter einem Sternenhimmel. Zu den Beutestücken gehört dann auch dieser Faltbecher. Es sind genau genommen zwei, ein größeres, längeres und ein kleineres, die man mit sich führen konnte. Aus denen trank man Wasser, aber eben auch Kaffee. Und man sieht ja nachhaltig, aus Leder nämlich, aber auch recycelbar, also Coffee to go aus dem 17. Jahrhundert. Auch das Fernrohr von Ernst Rüdiger Starhemberg, dem Stadtkommandanten aus Wien, ist natürlich höchst berühmt, denn man erzählt sich, er habe vom Stephansdom aus sich den Fortgang der Schlacht genau durch dieses Fernrohr hin betrachtet. Mit Wien hängt die Geschichte des Cafés zusammen. Und diese Geschichte beginnt mit einer Legende um einen Armenier namens Georg Franz Kolschitski, der behauptet, er hätte als Spion sich hineingeschlichen zum Lager der Osmanen. Dort hätte er Jutesäcke vorgefunden, deren Inhalt er für Kamelfutter hielt. Aber es stellte sich heraus, es waren Bohnen. Jan III. Sobieski und sein Heer waren natürlich maßgeblich an dem Sieg bei Wien beteiligt. Im Unterschied zur Habsburger Monarchie bestimmt in Polen-Litauen der Adel sein politisches Oberhaupt in einem Wahlverfahren. Noch im Geist der Renaissance und ihrer Rückbesinnung auf die Antike gilt das Phänomen des Sarmatismus als eine weitere Eigenart der Adelsrepublik. Dabei leitet die Aristokratie ihre Wurzeln von den sogenannten Sarmaten, also antiken Stämmen eines iranischen Reitervolkes, ab. Die Männer bekleiden und bewaffnen sich entsprechend orientalisch. Die nach antiken Vorbildern geschaffenen Rüstungen, etwa Schuppenpanzer, dienen König Jan III. Sobieski und seinem Hof nicht nur der Repräsentation. Sie ziehen darin auch in den Krieg. Als bewusste Abgrenzung zu den Habsburgern durchdringt der Sarmatismus die Mode, die Mentalität, die Verhaltensmuster und den Lebensstil polnisch-litauischer Adliger. Die Kalligraphie gilt als eine der europäischen Malerei gleichrangige Kunst in der islamischen Welt. Entsprechend haben wir etwa Reflexbögen hier, auf denen Verse, Gedichte von mystischen Dichtern geschrieben worden sind und von Meisterkalligraphen gezeichnet wurden, zum ersten Mal etwas anders präsentiert. Man sieht also, wie diese Gedichte, was sie bedeuten und wie sie laufen. Es hat lange in der islamischen Welt gedauert, bis man den Buchdruck bereit war, dann wirklich einzuführen. Und einer der ersten, der die erste muslimische Druckwerkstatt in Istanbul begründen durfte, war der Siebenbürger Ibrahim Müteferrika, von dem wir auch Werke, etwa hier sein erstes Buch aus dieser Serie, sehen können. Heiß umkämpft bleiben nach der Endsatzschlacht bei Wien das osmanische Zentralungarn und Siebenbürgen. Unter Kaiser Leopold I. formiert sich die Heilige Liga, deren erstes Ziel die Einnahme der Stadt Buda ist. In dieser Zeit korrespondiert der Beglerbek, also Provinzstatthalter von Buda,
Abdurrahman Abdi Pascha mit dem Hofkriegsratspräsidenten Hermann von Baden-Baden und bemüht sich um Frieden. Doch die kaiserlichen Truppen unter Herzog Karl von Lothringen und Kurfürst Maximilian Emanuel von Bayern nehmen Buda im September 1686 ein, plündern die Stadt und massakrieren die Bevölkerung. Dabei wird die jüdische Gemeinde nahezu ausgelöscht. Die überlebenden Mitglieder kommen als Gefangene in das Heilige Römische Reich, ein Schicksal, das viele Muslime mit ihnen teilen. Im Großen Türkenkrieg folgt eine Schlacht auf die andere. Nach der Schlacht und Belagerung und Eroberung der Stadt Buda ist es die Stadt Mohacs ein Jahr später. Raimondo Montecuccoli soll auf eine Frage hin, was man eigentlich für einen Krieg benötigt, gesagt haben: 3 Dinge: Geld, Geld und nochmals Geld. Daher durfte natürlich in unserer Ausstellung eine Kriegskasse nicht fehlen, die in diesem Zusammenhang jetzt auf dem Balkan hergestellt wurde. Man erkennt das deutlich an den vegetabilen Ornamenten und den Stadtansichten, die hier auf dieser Kriegskasse auch aufgemalt wurden. Wie Perlen an einer Schnur reihen sich hier Streitkolben an Streitkolben, jedes einzelne für sich ein Kunstwerk, jedes einzelne in den ausgefeiltesten Techniken gearbeitet. Diese Streitkolben waren ursprünglich Militärwaffen, die dann in Polen und Ungarn zu Hoheits- und Würdezeichen weiterverarbeitet wurden und auch definiert wurden und anschließend dann zum Zepter und Marschallstab sich entwickelten. Wir hier im Badischen Landesmuseum haben ein besonderes Stück unserer Landesgeschichte, nämlich ein siebenbürgischer Streitkolben, deutlich mit islamischen Anleihen, also Kartuschen zu erkennen, der 1811, als die Markgrafschaft zum Großherzogtum ernannt wurde, verändert wurde, indem man den Schlagkopf durch eine Krone ersetzte und fertig waren die badischen Kroninsignien. Der nächste Meilenstein in der Geschichte der Türkenkriege war die Schlacht bei Slankamen im Jahr 1691, die ungefähr 60 Kilometer nordwestlich von Belgrad stattfand. Nach dieser Schlacht war fast ganz Ungarn, Siebenbürgen, aber auch weite Teile von der Walachei und auch Serbiens von den Osmanen befreit. Derjenige, der diese Schlacht siegreich gewonnen hat, war kein geringerer als Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden, auch Türkenlouis genannt. Auf ihn soll der Legende nach der Hauptgrundstock gewissermaßen unserer Karlsruher Türkenbeute zurückgehen. Das stimmt nicht ganz, denn zahlreiche Markgrafen waren an den Schlachten beteiligt und so ist auch unsere Sammlung aus vielen Besitztümern zusammengekommen. Der Heldenlöw von Baden, wie der Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden im 19. Jahrhundert gerühmt wurde, stieg die Karriereleiter hoch hinauf bis hin zum Generalleutnant im Jahr 1691, ein Rang, den die Habsburger nur wenige Male verliehen. Ein Jahr später, 1692 schon, erhielt er den Orden zum Goldenen Vlies, der hier auf seinem Doppelkürass auch eingraviert ist in Gold. Der Türkenlouis hatte verschiedene Weggefährten und Kampfesgefährten, darunter der Janitscharen Aga Mustafa Pascha, der hier mit seinem Kettenhemd zu erkennen ist. In der Höhe seines Nabels eine Bleiplombe, auf der auch der Name dieses Janitscharen Aga verzeichnet ist. Ein dritter Weggefährte war Kurfürst Johann Georg III. Von Sachsen, der bei der Schlacht von Wien eine starke Verletzung davon trug. Man sieht es sehr gut in seinem Bauchgeschübe, eine entsprechende Beule, die zeigt, dass er beinahe den Tod bei Wien gestorben wäre. Er ist der Mann, der schlussendlich während des Pfälzischen Erbfolgekrieges versucht, die Erblande des Türkenlouis im Westen zu retten. An der Seite des Türkenlouis standen mächtige Frauen, darunter die Fürstin Sibylla Augusta, die ursprünglich als Gattin für seinen Vetter, nämlich Prinz Eugen von Savoyen, vorgesehen war, aber durch die Liebesheirat dann als Entschädigung quasi für die Verluste im Badischen an den Türkenlouis überreicht wurde. Aber auch neben der Fürstin Konkubinen, nämlich die Fatme, die auf dem Gemälde zu sehen ist,
und zwangsgetauft Marianne Augusta Cölestine genannt wurde und anschließend dann in die Dienste des Türken Louis trat. Nach vielen Jahren der Kriege ist nun endlich Frieden angesagt. 1699 erfolgte Frieden bei Karlowitz. Dafür werden zunächst 3 Grenzpfähle in den Boden gerammt und anschließend erlaubt ein festgeschriebenes staatliches Protokoll, wie die Gesandten von beiden Seiten auf die mittlere Grenzpfahl zugehen, sich die Hände schütteln und dabei zeigen, dass sie nun den Frieden wollen gemeinsam. Dass bei dem staatlichen Protokoll einiges schief lief, bis endlich beide gleichrangig und gleichwertig an die mittlere Grenzpfahl schreiten konnten, zeigt unsere Präsentation. Und wir sehen jetzt hier einen Bildstörer. Die Fehler im staatlichen Protokoll haben sich bis heute erhalten. Am Ende der Ausstellung haben wir noch eine besondere Geschichte, nämlich die Geschichte des Freiherrn Johann Rudolf Schmid von Schwarzenhorn, der es gewissermaßen vom Tellerwäscher zum Millionär gebracht hat und 1651 schließlich als Großbotschafter an den Hof Sultan Mehmeds IV. Gelangt. Hier im Kupferstich sieht man, wie der Sultan noch minderjährig ist, also ein Kind, und vor dem nun Johann Rudolf Schmid von Schwarzenhorn sich verbeugen muss. Als er zurückkommt, stiftet er seiner Stadt Stein am Rhein diesen Deckelpokal und verfügt, dass, wann immer daraus getrunken wird, seine Lebensgeschichte erzählt wird. Er habe nämlich unter 3 Kaisern und 3 Sultanen gedient und wann immer sie sich gezanket, für Frieden gesorgt. Das Spannende an diesem Stück ist, dass dieser Deckelpokal heute noch in Gebrauch ist und bei der sogenannten Becherzeremonie herausgeholt wird. Neubürgerinnen und Neubürger der Stadt Stein am Rhein dürfen daraus trinken, während man die Lebensgeschichte dieses Mannes hört. Also Menschen, die als Friedensvermittler unterwegs waren, Menschen, die eine interkulturelle Kompetenz besaßen, verschiedene Sprachen beherrschten, spielten damals wie heute eine ganz wesentliche Rolle. Und so ist am Ende dieser Ausstellung mir persönlich als Kuratorin es sehr wichtig zu sagen, wie vielfältig Europa damals war und dass wir stolz sein sollten, in einem so diversen Europa zu leben.